Guten Morgen. Ik wens iedereen een goede morgen van jou en dat we kunnen Gottes Wort hören. Mir hangt ein paar Verse zu lesen von jou zur Begrüßung. In Psalm 103, Vers 7, 13 sagt, hat Mose seine Wege wissen lassen und die Kinder Israel sein Ton. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wird nicht immer hadern und nicht ewig zornig sein. Handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Schuld. Also ich wünsche ganz besonders, dass wir können fühlen, dass wir letzten Weg können nehmen, dass der Herr ist barmherzig, er ist gnädig, er ist geduldig, er läuft uns und er wird nicht immer zornig sein. Also ein Fall, wo so nach dem Zorn Gottes, was wir nie krank in dieser Zeit, war uns Hand, da wir fallen, wir können nicht so Gemeinschaft leben, wir können nicht so top im Gottesdienst sein, dann voll war bei uns so, das zu Zorn. Und kann auch sein, dass Wasser hinsichten haben, dass Gott seinen Zorn wiesen hat an die Menschheit, aber ohne Gläubige wies er, heißt barmherzig, gnädig, er lässt uns doch einmal sein Wort lesen, wir können es hören, und das wird dessen Zeit, als sehr viel Anstrengung gemerkt worden, und das Wort Gottes Richtstrahlen, und viel mehr Hand Gelegenheit wahrgenommen, das Wort Gottes zu hören. Du sind viel mehr, wo nie das Wort Gottes horchen tun. Viel mehr Botschaften worden gehorcht. Tüß, wenn sie auch mal ein bisschen anstrengen merken, wenn sie tüß sitzen, vielleicht am Living Room, sitzen sie da und haben Trouble mit, dass sie mehr anschluppen da, wenn sie gemütlich so haben, braucht man eine Anstrengung. Aber das Wort Gottes, dat worden zijn, dit is dat wat ons behouden heeft. In harchen naar God zijn vele die harchen dalen naar God. En ik vrees me ervoor. En dat is de positieve zijde van al dat wat de Almachtige gebracht heeft. En ik wens dat we kunnen ganz besonders Gottes Gegenwart vallen, von der ook hier, wenn wir Gott sein Wort lesen doen, in sein Wort heeft Gott zu sein, dat we dat verstehen. Ik heb van jou een thema, wat door, dessen war ich gestellt, Hoffnung, eine hoffnungslose Welt. Dort, wo wir von jou eigentlich ben sind, die Welt, die kijkt, du hast nicht Hoffnung, aber die Gläubige, die sollen Hoffnung haben. Wir als Gläubige sollen Hoffnung haben, und das ist, wo wir einfach noch richtig tun. Wir wollen uns in Bibeltext bald lesen, wo wir dort finden, du hast eine Hoffnung. Und durch jemand, der hat eine Hoffnung, bei der Welt auch so sagt, für diese Person wenig eine Hoffnung. Wir können uns entscheiden, ob wir wollen von dieser sein, was das Hoffnung haben oder nicht. Wir würden können, wenn ich die Bilder gehört habe, wo ich von dir zwei Bilder mitgebracht habe, und wir würden können hier eine Seite ein Bild abhängen, mit einer sehr schmack Wutterqual, wo der Wutter sprudeln wird, und das wird Geschmack lassen, wird angenehm lassen, wenn es nicht anfängt warm zu werden, wird erquickend sein, den Körper aufkühlen, wird erquickend sein zu trinken, was immer würden wollen. Das will wir gerne, wird so erquickend sein. Und dann, ich würde auch gerne eine andere Seite ein Bild abhängen, und dort wird ein Bild, dessen war ich von ein Spinngewebe. Wir würden das Spinngewebe, die Spanner, was so ein Geschmack gewebt hat, da würden wir gerne betrachten. Wir würden gerne das Spannende sein, was du hast. Und dann würde ich gerne einfach und ihr Bett, und solche Bettbilder würde ich einfach gerne anstellen, in dessen Weg, bis sie wachten. Sie lernen was. Das ist Qual, die lernen was, und das ist Spannende, die lernen was. Und das, wo wir von einer Welt sind. Die Qual, die lernt nur jemand, der kommen, sich erquicken, sich sein Körper erquicken, innerlich, äußerlich, was immer sie will. In der Span, wie ein Spinngewebe, der lernt auch. Und nun steht Govi. Govi nur da steht, wo der Herr anladen hat, ich will euch erquicken, ich will ihnen Ruhe geben, ich will ihnen dort geben, was dir fehlt. Oder Govi nur andere sieht, und laden uns nur das Spinngewebe leiden, wo du sein wird, der Teufel, der geht rum und der siegt, wem er was verschlingen kann. Das ist, was der Spanier lernt. Er lernt nur jemand, was verschlingen kann, da rumdrehen und über dem all die Nahrung nach Rüt ziehen.
In de kwal de half op Nahrung en nog een dal meer. Du kan we niemals. Ik kan alles aan en dan blijft nog alles voor die ook nog. Also so fühlt sich das. Ungefähr die Sonne. Ich kann rückgehen und sagen, die Sonnenschein ist ganz meint. Wenn wir wel, kann beleidigt sein. Aber die kann auch alle haben. Die kann den Sonnenschein auch ganz haben. Also das ist, wo Wort Gottes heißt, dass alle tun und das ganz meint. Und Wort Gottes heißt ganz dient, kann alle haben und bleibt auch ganz genug für mich. Und das Wort Gottes heißt, wenn wir diesen Weg kicken, dann haben wir Hoffnung. Wir wollen uns von der einen längeren Text lesen. Wir haben die Zeit, startet mir so fair. Ich wollte aber nicht langsam merken. Wir wollen den Text nehmen von Johannes Kapitel 4. Das geht hier um die Geschichte von Jesus und der Samariterin. Omdat wir diesen Text einmal verstehen, denke ich, es ist gut, wenn wir den einfach lesen. Ich lese erst 30 Vers. En voor het zijn klaar en verständlich te lezen, dat het dan ook actief dabei kan zijn. Also Johannes Kapitel 4, die erste 30 Vers sagt, und als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr zu den Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die hieß Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinen Sohn Josef gab. Dort war der Brunnen Jakobs. Weil Jesus müde war von der Reise, setzte er sich also an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau sagte nun zu ihm, wie erbittest du als Jude etwas zu trinken von mir? Eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, wenn du die Gabe Gottes erkenntest und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten, er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau sagte zu ihm, Herr, du hast doch kein Gefäß, womit du schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du denn mehr als der Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Und Jesus antwortete ihr, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau sagte zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete ihm, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, du hast ganz richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Insofern hast du wahr geredet. Die Frau sagte zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Also wie dir schon mal den Text. Hier so wie Jesus hij is in Jerusalem. Hij is op de stad in Jerusalem en dicht bij Bethlehem. Daar wo hij geboren werd en deze fromme stad en deze stad wo de tempel weer, wo de aanbidding weer, wo de fariseer weer, wo de schriftgeleerden weer. Daar wo de fijne mensen weer. Dat is waar Jezus nu groot weer. En de mensen worden aan dat Jezus maait gingen meer en reden ze weer. Dan zegt hij, en hij wil naar Galilea gaan. Hij wil naar Noorden gaan. Hij wil in het land Galilea, dat is waar hij gaan wil. En hij wil door zijn. Also, dit land, dit waar hij heen ging, Galileische land, vingen we, dat is dicht bij de zee Genezareth, dat is waar het land is, westelijk daarvan. En hier werden ook vele steden wat eraan werden. Maar deze gegend die wordt dollar verachtend, ongekickt. Hier weer de ganz Tiberias, ganz dicht bij onder de zee Genezareth. Tiberias, Magdala, Kapernaum, dollar am nördlichen Port, Chorazin, Suktua, Bethsaida, Kana, Nazareth. Die werden dollar diejenigen, die Rangen, die kleine Dorpen, wo wir einmal was genannt haben,
während du dich wieder das eine galiläische Landschaft in Jesus will durchgehen. Wir fingen sehr viel von, dass er an dieser Gegend gewesen ist und dass er an dieser Gegend gelehrt hat und dass er hier gewesen ist. Aber um von Jerusalem nach Norden zu gehen, nur das steht, da muss er durch die Landschaft von Samarien gehen. Sie können eigentlich nicht durch sein, nicht durch Bleiben, nicht Gemeinschaft pflegen, aber sie können durchgehen. Mir wird auffallen, wenn ich das hier lesen darf, dass dann also gewesen ist. Dort fing von der ersten Tag. Even door, wenn wir, wat jaren 3 geleden gehad toe te zijn, dabei sind wir können durchfahren durch diese Landschaft, aber wir können nicht stillhalten. Wir als Touristen, wir können stillhalten, wir können gehen, was kaufen, aber als Tourlehrer können nicht raufgehen von der Basis, dort wir gefährlich. Wenn sagen würden, können nicht mal durch sein, aber wir können durchreisen. Also, so eine Jesus dort haben sie von der ersten Tag noch, sie wollten Krieg, wo jeder einer kann gehen, mit jeder einer kann sein. Sie leben durch irgendeine Quarantäne, was wir von der tun. Also, sie leben damit und sie weiten sich damit. Also, das, was sie dann, wenn ich das hier lesen, dann sage ich, dass Jesus ging durch Samarien, er konnte sein, und er sah sich dort, ja, sie haben danach gekonnt, die Jünger, sie gingen in der Stadt und haben was zu kaufen. Okay, was Gemeinschaft haben sie gehört, haben sie konnten merken. Und Jesus bleibt hier beim Baum und er will sich treffen, und er will mit. Die Landschaft ist sehr hügelig, sehr beuig. Und ich kann mir feststellen, mit, was von der Zeit im Jahr fingen wir nicht, aber dann kann ich sehen, dass eine warme Zeit gewesen ist. Also die Zeit fingen wir nicht. Aber er will mit und er sah sich durch ab Jakobsbrunnen. Weil Jakob seine Landschaft, was Jakob seinen Sohn Josef gegeben hat, haben wir hier gelesen. In dieser Früh, wenn sie schämt, dann sagt sie, hast du was besser Wuta als das Baum, was ans Fuhrer Jakob ans gegeben hat, habe ich hier gemerkt, die Juden hatten nicht Gemeinschaft mit den Samaritern. Warum nicht? Das samaritische Volk, da wie ein anderes Volk als die Juden. Aber sie erkennen sehen, Jakob ist auch ans Führer. Und die Juden sehen Jakob wie er Führer. Also sie nennen sich über verschiedene Völker und von den selbsten Führer. Samaritische Volk wie ein Mischvolk. So wir hatten mit anderen gefried und hatten wie ein Mischvolk. Und du werden wir das besonders verachtend für die Israeliten, für die Juden. Wir sagen sie, dass wir in so ein verachtendes Volk, was hier wir. In dieser Früh sind wir auch noch sehr direkt, wie sie verachtend. So wir verachtet, dort persönlich, diesen Text sagt uns dort nicht, dass sie verachtend wir, aber es sagt uns dort, dass sie kein in Wutarschaben eine Zeit von wo die anderen nicht deuten. Sie kamen nicht Smarries oder sowas, wo der Schaben so die meisten deuten. Sie kamen über Dach. Sie kamen dann in den Zeit, wo nicht sitte wir, wo das Schaben. Ich lese den Text noch wieder, den ganzen Zusammenhang zu merken. Wir haben uns kurz gelesen, dort sei von diesem wovon Männer sich gehört hat, und dass sie mit 19 Vers, ich lese, finde ich ihn wieder, sagt, okay, sie hat erkannt, dass ein Prophet wird. Dann in 20. Vers sagt, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus sagte zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr werdet auf diesem Berg, weder auf diesem Berg, noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde, und es schon jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkünden. Jesus sagte zu ihr, ich bin es, der mit dir redet.
Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand: Was fragst du? Oder was redest du mit ihr? Dann ließ die Frau ihren Krug stehen, ging hin in die Stadt und sagte zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht vielleicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Also hier auf Jesus wieder mit der Früh geredet und sagt, jetzt besonders an der Anbetung, fragt die Früh, Jesus sagt und erklärt, wer er ist und erklärt wieder, woran er gehen wird. Nachdem kommen die Jünger und sie wundern, an wo er gehen wird. Ich lese noch die letzte Vers, nur noch 39 durch 42. Da sagt es glaubten aber viele der Samariter aus der Stadt an ihm, um der Rede der Frau willen, die bezeugte, er hat mir gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihm zu bleiben, und er blieb 2 Tage da. Und noch viel mehr Menschen glaubten um seines Wortes willen und sagten zur Frau: Wir glauben jetzt nicht mehr aufgrund deiner Rede, denn wir haben es selbst gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Christus ist, der Heiland der Welt. Also sie kamen ab der Einladung von dieser Früh. Also nun klingt bitte am das Leben von dieser Früh betrachten, am wo das ging und wo hat sie belebt. Jesus, er sieht da, du hast 5 Männer hast du gehabt, und mit dem, was du nicht hast, dann hast du das nicht wirklich die Mann. Wenn wir uns feststellen, in so einem Leben noch dort in der Früh 5 Ehescheidungen gehabt haben, dann fingen wir sie in so einem miserables Leben. Hat dort so viel Schlag gegangen. So viel Schlag gegangen, dass sie eine Scheidung gemerkt, sie ist weggegangen, der Mond ist weggegangen, whatever. Die Neuen haben viel Herzeleid. Dort soll wir von der ersten Tag in der Welt, von sonst dit, dort das Herzeleid. Und dann, nie, da haben sie, gut, ich will war mit wem top leben, aber ich will nicht frieren. Ich will nicht einen Bund mehr, das will wir nicht. Wir wollen bloß top leben. Das wird von der ersten Tag sein, das wird die Welt ist. Sie haben nicht sich zu verbinden, dann wollen sie nicht befreien, sondern sie wollen bloß top sein. Und das wird diese Frühheit. Sie haben immer waren nie gehupt. Ich will mit diesem Mond top, dann wird es schön gehen. Aber mit diesen waren nicht getäuscht. Mit nächsten, dann wird es schön gehen. Sie haben diese üterliche Hoffnung, hat sie gesagt, die üterliche Freiheit hat sie gesagt, und immer waren wie sie getäuscht worden. Immer waren. Das schaffen nicht. Und haben nicht so eine große Hoffnung, nicht war es so zu täuschen, nicht war es so zu täuschen von dem Mond, wollte nicht bloß taub leben mitgeben. Wollte nicht ganz so sagen, mir, almost all getäuscht, und nahm nicht frisch, ich wollte bloß so sein. Woran das früher einmal war, konnte, sich heiraten, fingen wir nicht. Haben sie besonders gelogen, dass die Männer sind an herum gewesen, kann sein. Haben sie so verlockend gewesen, kann sein. Dort fingen wir hier nicht. Aber, dass sie das getan haben, das sagt der Text uns ganz klar. Und dass sie nicht belebt werden. Die Menschen, die wollen auch wirklich gleich. Kriegt der Part, dass sie ging, über Dach, ging sie, doch, ich habe gelesen, ich finde, darüber hast dich nicht. Und der will viel zu stündet wir. Eine kleine Unreversatung, der redet von, vielleicht hat jemand dort hast dich gefangen, und was von einer Stunde geht, dass er hier ist. Und das erste Vers sagt das. Es war um die 6. Stunde. Ja, also, wir haben die 6. Stunde, 6. Stunde am Tag, klockt 12 Uhr Mittag, dort wird von der ersten Tag wurden ungefähr an, und die Jünger wollen eten, okay, in der Mittagsstunde, und haben wir sich gehört. Okay, das ist schon sehr, gewöhnlich ging es um S'mores und ging es um sowas, das fingen wir irgendwann in der Bibel ernannt, dass der früheste ging um S'mores, oder jeden Abend ging es um Futterschab. Am Tag nicht. Wahrscheinlich, wenn es das Klima holen, oder dass wir einfach bloß sitzen, die Hausarbeit muss getan,
S'morgens fehlt Wutter, jeden Abend fehlt noch Wutter für Nacht, Bereinigung und so weiter, dann wird Wutter geholt. In dieser Früh soll das aber nicht dort den Zeit, sondern sie will allein. Sie will allein tun, sie will nicht Gemeinschaft pflegen mit den anderen, weil wenn du arbeitest, dort kann der Mann arbeiten, wenn sich irgendwo treffen, wenn sie ein Geschäft fahren, wo es für ein Business, dann treffen sich mal Geschäftsmänner, treffen sich mal Firma, die treffen sich irgendwo, und was tun sie? Sie verteilen. Sie verteilen, sie haben nur Rechten, das hat Jan mir verteilt, Jan hat das mir verteilt, und du sind die nur Rechten verteilen, was sie tun, mit Gemeinschaft, fahren wir hinein in ihre Arbeit. Und das wird die früher auch tun. Wenn sie sich wo treffen, wenn sie sich im Stuhl treffen, oder wo immer, dann, was bagst, was das, was hast du getan, was deine Kinder haben mit Gemeinschaft, und haben sie mit sich erfrischt, und sie gehen weg. Aber es ist früh, sie dort allein. Sind wir ganz allein, und ich traf sie hier einen Mann an, und der fragt Arne Wutter. Und das wir ein ganz besonderes Ding in Teken auch von, dass sie sich sehr dem Hoffnung abgegeben hat. Ich kann nicht mehr Hoffnung, und ich will mich mit keinem mehr treffen, ich will allein sein. Jesus, hij will Wutter, Jesus früh waschte mich geben zum Trinken. Und das ist früher erkannt, dass Fuß in Jude wir, wahrscheinlich an Kleidung. Das wird schon von der ersten Tag, die erkennen sich an einer Fuß. Wenn sie an eine andere gehen sind, der erkennen sich, wenn ich das nicht tue. Und ich kann sagen, beobachten, dort sind zu beobachten, wo sind die, woran erkennen sich Fuß. Ich treffe das nicht, aber vielleicht würde ich den Trick noch lernen. Und Jesus, wenn ich sage, ob das Bad früh sehe, das schaffe ich nicht, woran wirst du mir als Mann, nun wird der Frau, und da hast du was Fremdes, dann sagt Jesus, ich habe was unterbeiden, ich habe Wutter, die Frau sagt, das schaffe ich nicht, die hast du nicht zum Schaden, die kosten nicht Wutter geben. Was schafft die barmherzige Deib? Wird alle andiedlich. Und Jesus sagt aber, ich habe was unterbeiden, ich habe Wutter zu geben, was er stellen wird. Ich habe was zu geben, wenn ich das Wutter trinken, von das was haben, dann wird die still sein. Dann wird die Dorsch nicht immer wahr sein. Er erklärt ganz besonders, ich will was stellen, ich will die Hoffnung geben, wenn die Welt voller hoffnungslos ist. Wenn die Welt nicht Hoffnung hat, aber ich habe Hoffnung für die. Das ist früh sehr erkannt, hier ist was ganz Besonderes in Jesus bin. Und das ist früh, sie wissen, hier ist jemand ein Prophet, das Vers, was hier die 19. Vers, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Als Jesus ist abgekommen, wir und sehen, was von Leben sie gehört hat, dass sie so viel Mana gehört hat, und mit wem sie nicht top leben, dort nicht wirklich den Mann, dann kann sie, das ist ein Prophet. Die ging ganz persönlich, auf ihr persönliches Leben an. Und das ist früh, dass hier ein Part, was wir in viele, vielleicht haben wir das getan, vielleicht tun wir das, kriegen in diesem Moment. Wenn wir fallen, das Wort Gottes, das kommt an, das Wort Gottes, das packt, und wir sollen, wir haben eine Rattermacht zu tun, aus mit der Regierung, aus mit der Menschheit, was hier regieren, mit uns selbst. Wenn sie sagen, das ist Meier, wir können selbst an sich kontrollieren, dann probieren wir zu gehen. Dann probieren wir selbst vorhanden zu gehen, schwimmen in Weichheit. Und das wird diese Freude. Und sie tun das eben nicht mit, was anschäckelt. Sie tun das mit der Bibel. Na, ich sage, du bist ein Prophet. Wo mal für anbeten? Wenn du dir mehr persönliches Leben ging, dass sie ein sinnliches Leben hat, schwimmt. Wo mal für anbeten? Sie stellen sich so Fan von an, ich will ja auch anbeten. Wie dann anbeten? Ob das ein Boy, du gleich wieder mal anbeten? Und je gleich mit Jerusalem dort, so wie am Süden, du mal gleich hier anbeten. Wo ist die Städte zum Anbeten? Sei ein Fan von, stellen sich da an. Wie glauben ihr doch auch? Jakob ist hier doch ans Vorder. Das wird die auch glauben. Und wie haben die doch die Salzchen Städte zum Anbeten? Die Salzchen Vorder, dann was auf verschiedenen Städten anbeten. Wo ist das wirklich reich? Sie wollen ruhig. Und Jesus, er versteht sich mit dem auch. Er erklärt und sagt, ja, wie kann da wird eine Zeit kommen, wir können anbeten, wo immer wir sind. Und da wird kommen,
Ja, sag ich, sag weit, wenn die Messias was du sein, dann wird es passieren. Dann wird es passieren. Dann wird wie du sein. Jesus erklärt, dann dort ist was sein. Du wirst die Zeit wird kommen, dann brauchst du nicht mehr schauen. Du wirst dort leben, wie du haben. Du wirst dort haben, dort wir wirklich was Leben sein. Und das ging er nach Sayadaib. Das ging er nach Sayadaib. Wo wird das sein? Wo wird das wirklich? En mij zijn, en zij kan, dit zal de Messias zijn. En Jesus, hij zei, ik ben de Messias. Ik ben die, dit is Messias wat ik kom is en wat ik voor die kom is. De vroeger kan dit. Dit stemt. Wil hij bij krijg, wat we mijn eerste, tweede, derde, vierde en vijfde maand zijn topje was, niet met een andere top zijn, dan heb ik leven gehad. Nu denk ik pas top met een man, dat erkent hij. Dat wordt zo krijg. Dit moet wat dieper zijn. Dit moet werkelijk wat dieper zijn. En dit er wij, dat dit het zo krijg is. En nu wil ze over gaan, met deze aanbetung. Op deze boy, oder Jerusalem. En Jesus zegt, die werkelijke aanbetung. Wo wird die sein? Die passiert im Geist und in der Wahrheit. Du wirst die Zeit kommen, dann werden sie im Geist und in der Wahrheit anbeten. Da wird nicht bloß irgendwo sein, sondern wird im Geist und in der Wahrheit sein. Jesus erklärt, das Messias, das ist ein ich. Und das wird ich den Weg aufmerken, und das Zeit wird kommen, dass wir das kennen. Und wir kennen das dann. Von der ersten Tag sind wir in dieser Zeit, wo wir die Gelegenheit haben, im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Aber dann kommt das Moment, dann ist dort, wer wir dort wirklich tun, oder wer wir uns von dem Teufel verschlingen lassen. Wer wir uns sein hoffnungslos die Hand zu gehen. Und wir fallen uns fertig mit einem Dorsch, uns jankert, wir wollen Hoffnung haben. Aber, kriegst du sie früh, sie sagt Hoffnung ein irdische Ding, sie sagt ein Mann, sagt sie, Ding, Hoffnung zu haben. Und wo sehen wir unsere Hoffnung? Sehen wir unsere Hoffnung, weil sie mit der habe ich einfach nichts zu tun, mit dieser Sucht, diese viel Weiberei, aber du hast mit keine Versuchungen. Soll erscheinen, wenn die Versuchung nicht du hast. Aber dann sind da andere Versuchungen. Einer oder andere hat vielleicht Versuchungen mit Drogen. Kann versucht worden, Drogen sich zu sich zu nehmen. Der nächste hat Versuchungen mit Alkohol. Klein bisschen. Und besonders wenn er dann Knopf wird, dann jankert er noch doller. Und da ist, wo die Menschen von der, die ich noch nicht gehört kann, aber es jankert, all die, die eigentlich noch nicht gehört wollen, geben nicht am Raum, aber nie, dass sie nicht kennen, dann jankert er dort. Und da ist so, wo das hoffen die uns Menschen. Oder die Nächsten, die haben Sucht an Tabak. Und den Riechern oder Käfen, was immer, das ist eine Sucht, was du bist. No, von diesen groben Dingen habe ich auch nicht keine Sucht. Oh, schön. Aber was haben wir dann auf Facebook? Wo sind wir aus Deutschland auf Facebook? Es sind so viele, die sind eine Sucht. Die machen jeder Update, wo du hast, dort machen die sein haben. Jeder, nicht, wo du reingekommen bist, dort machen sie sein haben. Nächstes Mal, ich kann das nicht. Aber eigentlich, hier traf ich dann Mess, kriege Olm und Flag Olm, und das WhatsApp. Oh ja, der Status, der muss wie jeder alle nur sein haben. Und wir brauchen noch viel Zeit dafür. Das ist eine Sucht, wir machen das einfach an. Wenn wir machen unsere Bett voll haben, wir machen das immer weiter sein, wir machen das sein. Wir machen weiter, was da ab ist. Und dann, wenn wir dort haben, dann haben wir auch so viel Gelegenheit, auch das Internet zu brauchen. Und viele, die sind dann auch in der Pornografie bin. Sie kicken viele Bilder, wo das eine Sucht, das können sie privat tun. Das ist nicht mit Menschen top down. Das ist nicht, wo viele Menschen sein, sondern so ein kleiner Ecke irgendwo, du kannst das tun. Und so können wir noch viel mehr Sucht abnehmen. Dass wir das einfach abnehmen, Hand, wie tun die nächste hat vielleicht eine Sucht an Neuigkeiten. Alle Neuigkeiten. WhatsApp ist ein Part von Neuigkeiten, wo du von dem Passwort daran geht. Aber wir können noch eine Neuigkeit in der Welt, Neuigkeiten nur sein. Und das müssen wir einfach haben, wir müssen die weiten. Diese Freude hat sich aufgeschlossen von das Neuigkeiten alle sein. Sei da hier, sei da allein gehen Wutter haben.
Da wir dann die Zeit, wo sie nur nicht wiederbrachten. Gemeinschaft leben persönlich, von der wird anders. Aber als er erkannt, dass Jesus hier weer, en das wordt besonders, dan zei ze, ik wil hier. Ik wil hier en daar gaan. Ik wil hier wat gaan. Ik wil lijken woede te schapen, maar niet waar, kom woede te schapen. Ik wil die lijken van Jezus woede te schapen, maar niet waar, hier weer zijn baren brengen. Wenn er jankert, ga ik maar met gemeenschap gaan met mensen. En Jezus zei, maar ik heb wat duipert. Ik heb wat zo duipert, want dat is niet bloos de natuurlijke woede, sondern dat is wat duipert. Ik wil die zelfde gewissheid geven. Ik wil die wat geven wat besonders is. Ik wil die wat geven dat die komen aanbeden en dat een werkelijke aanbidding is. We worden een verlangen krijgen, wat krijgen om ons körper stellen. Dus we vroeger hadden een verlangen, woede om je körper te stellen. En deze krijgt dat zelf ook aan. We zullen verlangen gaan naar dat woede. Jezus zegt, ik zal het leven je voeten en dat zullen we een verlangen gaan. Emma waren duipen naar het verlangen gaan. Dit is voor de voet God is door het leven die in ons is, krijgt ze de vrij hoor. De vrij wist nog niet krijgt. En wenn we het niet krijgt weten, naar wat we verlangen gaan, maar naar wat duipen, zullen we einfach gaan. En niet naar de zucht. De zucht zullen we einfach takloon. De vrij wil jaren. Ze wil jaren vrij zijn. En dat zullen we ook. We zullen proben vrij te worden. En wenn we niet vrij zijn, dan zullen we nu trachten. We brokken van de Welt, brokken we vrede. De Welt brokt vrede. En dat wordt wat in vrede krijgen, die wordt in vrede niet krijgen. Bloos dat niet gaan verspreiden en de lezen en horchen. Sondern die wordt das we moeten zeggen. En vielleicht is een part van ons Gläubige, dat God dat verlangt van ons, dat we deze Nachrichten daar uitstrahlen. En ik denk dat is een weg, wat we van hier doen kunnen, wat de Nachrichten worden zo uitgestrahlt. En wenn we dat niet over live doen, over radio, wat zo, verschillende wegen, wat we dat niet doen, zo erscheinen. Aber weil wir nicht persönlich, mit uns persönlichen Leben, dort nicht hochloten. Weil dort besonders stellen, dort auch dort ich frei me voller, was getan wird, aber nur trachten. Und wenn wir in Sucht haben, wenn wir ein von diesen ernannten Dingen oder ein anderes Ding sind, mit einer Sucht haben, wo können wir frei werden davon? Das ist früh, der Frucht, wo können wir anbeten? Wenn wir Gott wirklich vor uns sehen. Sagt dort, dann, wo wir können anbeten. Wo können wir Gott wirklich sehen? Dort ist mit der Sucht einfach tachlohn. Dann, auf einer steht, die Frauen, die gingen, sie wollten ein Wunder tun und haben nicht geschafft, und wollten den Teufel, einen schlechten Geist trieben. Hat nicht gekonnt. Und dann fragte ich, die gingen, wo was passieren, wo können wir das tun? Dann sagte ich, das zu tun, das geschieht durch Fasten und Beten. Und ich denke, das ist ein Part, diese Sucht, diese böse Sachen einfach rücktreiben, braucht wie Fasten und Beten. Und das ist einfach, wo ich von der wird ganz besonders abmuntern, das einfach zu tun. Nicht unbedingt, dass ich nicht würde sein, Fasten und Beten, einfach das Eten aller Tag lassen, endlos beten. Sehr gut, wer kann, wer das, sehr schön. Aber ich habe gefunden, dass für mich ein anderes Fasten, in Glauben, in verschiedene Wegen, auch sehr stark in das. Und dann kriegt das Ding. Ein paar das kriegt Niechkeiten. Vielleicht sehr gebunden sein und Niechkeiten. Kriegt aus das Nachrichten abkommen von unserem Coronavirus. Dann war ich ein bisschen so ängstlich, innerlich. Was alles mit sich bringt. Und ich fange an Niechkeiten zu lesen. Hier, du und dort, alle Wegen, wo ich top rufen kann, fange ich an zu lesen. Ich habe sehr, sehr viel Lebenswerte gern. Ich da ein Ding, ich las nicht und ich lese die Bibel da Tag. Ich las gar nicht so viel in der Bibel, was sagt die Bibel? Und ich sage, ich tue ganz arg. Ich verrate mich voll Angst, was mit sich bringt, und ich verlor die Verheißung, was der Herr gegeben hat. Weil ich will Tag lohnen. Jedes Mal, was mir ankommt, nicht zu lesen, dann ging ich beten. Jedes Mal, was mir jank mein Phone zu nehmen, jank mein Computer zu sagen oder Post zu nehmen, zu lesen, was wollen sie sein, ging ich beten. Oder ich ging Bibel lesen. Und ich dachte eben so viel, ich like mein Phone nehmen. Top 1 war ja, wenn ich mein Phone nehmen, du willst, dann warte ich dafür gesagt.
Wo war ich? War ich meine Bibel abdrehen oder war ich Nieuwigheden abdrehen? Ik leer mijn phone te zien. Oder ik held er een fop. Wenn gemaakt, dat is anders. Ik denk even niet meer WhatsApp doen. Ik denk niet meer status nu zijn. Nog. Dat denk ik van de ganze week. Geht dat zo en shit phone. Oh, no. Trainer fop nemen. Ik ging beten. Ik ging Bibel lesen. Und dort hat mich ganz wunderbar gestärkt. Und das wir einfach für mich ein Fasten. Ich nahm das einfach ein Fasten, dass wir ein Kampf für meinen Körper, das ging nicht. Ich bin so gewandt, dass ich ein paar Tage habe ich das auch merkt. Und ab eins muss ich das tun. Die den Herrn suchen, die werden im Geist und in der Wahrheit anbeten. Nicht mit den Neuigkeiten. Und das entscheidet, muss ich tun. Und das sind verschiedene Wege, die wir tun, wenn wir gefesselt sind, ein ernst Ding. Und ich denke, wir als Gläubige, wir sind von der ersten Tag, ab diese Sache, diese steht, einfach gefesselt. Und wenn wir gefesselt sind, dann so wie wir sind. Dann ab eins sein an sich Kinder dort. Was das an seine Mama, was das an Dad, wo das dort. Und dann jankert der dort auch. Ich war dann, unsere Jungs, wir haben 3 Jungs. Und jankert dort auch. Nou, hoor ik, ben ik zeker klaar, dit is wat ik doe. Oké, we hadden gleich Passwords für bij onze phones, maar dan hebben we alle een Passwort voor de phone, zij kunnen access zu hand aan, zij werden geblockt. Wie werden geblockt? Wir deden ons zelfs blocken en zij moesten niet aan. Dan hebben we als ganze Familie ons blocken für de phones, omdat we kunnen stilhouden en einfach Gott sehen. En dat we einfach een ding, ik zou einfach zijn volgen wat met zich brengen doen, so viel für eine Partei sein, für eine Familie. Und dann auf eins zu plagen, auf eins zu sagen, dann fangen sie an, waren auch anders. Die ist nicht so hastig, dort aufgewandt, dass der unter waren, aber das kann wir tun. Dort braucht dort aufwandt. So ist ein Kind, eine Letzsprache aufgewandt, auf eins zu machen, dort gibt es Schwierigkeiten. Und so gibt es auch Schwierigkeiten. Und auf eins zu machen, wir haben große Schwierigkeiten. Aber das ist, wo ich dort nahe hier können wir Hoffnung kriegen. Wenn wir uns im Wort Gottes vertiefen, dann kriegen wir Hoffnung. Wenn wir von das Leben geworden denken, was Jesus anbieten hat, was Jesus diese Frühe anbieten hat, dann kriegen wir Hoffnung. Aber dann müssen wir ein Ding tun. Ein ganz besonderes Ding. Und das ist die Früh. Als sei, ich antwort, ich kann jemanden geraten zu tun, eine geraten Person zu tun, als bloß ein normaler Mensch, dann leitet sie eine Krug stehen und sie ging gut. Entschuldigung, nicht rüht. Sie ging 3 Stunden an und sie die Menschen, guck mal, kommt, checkt, ist das nicht der Messias? So Leute, der Krug, wo hier stehen, wo sie natürliche Wutter schaffen, und sie ging nie die Menschen sein, ist sie nicht mal Wutter, ist sie nicht was Besonderes? Und sie ging der Krug, Tachloten, und sie ging die Menschen sein. Nicht das Sein, guck mal, das ist alles, was das ist. Das, was Jesus mir sagt, hat sie, kommt und checkt, ist das nicht der Messias? Sie weiß nur Jesus. Sie weiß, kommt und kickt hier an. Kommt, sein, dass Jesus ist. Und das, was wir umhaben tun. Ich will nicht nur am Pochen sein, das, was ich getan habe, sein, kommt und tut, was ich gesagt habe. No, kommt mit mir, top nur Jesus. Die Frau sagt, kommt, wir haben nur Jesus gehen. Wir horchen. Sie lauten Amen. Bleib hier und sie bleibt ein paar Tage. Und viele werden gläubig, nicht auf die Früh heute den Tag der Letzte gelesen. Nicht, was die Früh sieht, sondern was Jesus sieht. Nicht, was ich von dir sage, sondern was Jesus sagt, was sein Wort sein wird. Die anbeten, die müssen im Geist und der Wahrheit anbeten. Ich kann nicht tun, für die im Geist und der Wahrheit anbeten. Da muss jeder selbst tun. Jeder muss selbst den Weg sehen, wo ich der Beste komme, wo ich das in Frieden kann kriegen. Jemand kann die halten, mit diesem Weg zu wiesen. Wie früh weiß ich, komm, kick hier ist Jesus. Weiß den Weg. Aber das wird Gottes hier und das anwenden, da muss jeder einer selbst. Ich nenne das ein Krug von der, das ist ein weltlichen Krug. Das ist ein Krug, wo voll Wutter wir, voll Wutter schaffen können, um sich bloß das in natürliche Sachen zu erfüllen. Dort habe ich von der da mit allen Dingen, was ich genannt habe, und viel mehr Dinge, diese weltliche Erfüllung, habe ich sehen, das ist ein weltlichen Krug, habe ich haben. Und wir können uns erfüllen mit den Dingen. Aber wir können uns erfüllen mit Jesus. Und dann brauchen wir das Krug nicht. Jesus kann Wutter schaffen mit das Wort, als mit diesem Krug. Und weil so viele, die nehmen diesen Krug, und drehen den Krug, und sie backen die Stickers an, backen den ganz voll, und
die sagen, ich bin gläubig, ich dein Gott, und sie haben das weltliche Ding an den Krug. Und trinken wir an von der Welt, und Stickers haben sie an, ich bin gläubig, kick mal. Kick ja, ich habe Jesus. Und trinken wir von der weltlichen Ding auch. Sind in der Welt, aber was hast du für einen Krug? Oh, ich habe was Futter. Dann weiten sie nicht näher. Von was erfällt das Mensch sich? Wo sind wir? Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Dort muss wir ganz klar haben. Wir können das Ding tun, was die Welt auch tut. Wir können eten, wir können im Restaurant fahren, wenigstens eten mitnehmen. Und wir können wie Motel sein, wir tun die Welt auch. Wir können fahren, wir können mit solchen Gasstationen anholen und abfallen. Und so Dinge können wir tun. Das tut die Welt auch. Aber wo sehen wir unsere Erfüllung? Sehen wir unsere Erfüllung auch mit diesen weltlichen Dingen und unseren Vergnügungen bei der Welt, mit dort, dass die Welt auch in Zwiebel kriegt an, wo wir unsere Erfüllung haben, dass wir diesen Sticker drehen mit diesem weltlichen Krug, das sinnliche Ding, und sein, wo gläubig und wo fern wir sind. Wenn das ist, dann wird die Welt keine Hoffnung finden. Aber wenn wir wollen, dass die Hoffnung auf Jesus haben, sagen, komm nur Jesus mit mir taub, wer wird taub Jesus anbeten, im Geist und der Wahrheit anbeten, dann wird die Welt auf uns sagen, ja, ich habe Hoffnung. Zum Schluss den Gedanken von Paulus, wo wir am Schiffbruch eigentlich das Fahrrad, wir noch 14 Tage haben sie nicht gesagt, und sie sagt, und sie geben ihre Hoffnung dahin. Sie haben keine Hoffnung mehr. Wo sie hin wollen, wo sie sein. Die Welt hat Angst. Diese Menschen hier, das 276 Seelen, die haben Angst. Wird alles sein, wird nicht alles vergeben. Und aber dann hat Paulus Gemeinschaft gehabt mit dem Herrn. Dann sagt er, gebt nicht Hoffnung ab, wir wollen alle am Leben bleiben. Ich habe dem Herrn begegnet danach, der ich im Engel, und wir haben Hoffnung. Und das ist, wo ich muss sagen, wenn die Welt Angst hat vor alles, was wollen, wenn wir aber Angst haben, aber uns nicht mal eten und so weiter, aber der Herr, wenn wir mit dem Herrn wollen sehen, das Wort Gottes wollen, uns erfahren von dem Leben, das Wort Gottes, dann aber uns, wo wir Hoffnung haben, sagen, hey, stut ab, weil wir gehen, wir wollen am Leben bleiben. Wenn uns Körper auch uns was leiden, das ist okay. Aber die Seele wird leben. Und diese Hoffnung, die wünsche ich jeder mein. Und ich finde wie bloß, wie Jesus. Kein Tod, dass wir gläubig sind, viele Jahre noch gläubig sind gewesen. Das ist ein Tod. Aber einmal war es, dass Jesus gehen, das Wort nehmen, der Brück, wo ich schaffen, er jeftet. Er jeftet einfach frei und sagt, nehmt das Wort, quick in die Seele, und wir das tun. Von uns Zukunft, wie wir immer. Das ist Hoffnung, dass du Gott Segen nimmt. Wir wollen noch beten. Lieber himmlischer Vater, ich sage so Dank, dass du diese Hoffnung, die lebendige Hoffnung hast. Dass du eine Hoffnung hast, je gibt all day, was du an Leben tun. Das ist nicht, was die Menschen sein tun, sondern was du gibst. Herr, du hast uns die Hoffnung, dass wir einen Tag wollen, wie die können sein. Das ist eine andere Hoffnung, als wir sein. Wir hoffen, dass bald eine andere Zeit wird sein. Wir weiten das gleich. Aber diese Hoffnung, das ist eine Hoffnung und ein Nichtzweifeln. Das ist eine Sicherheit. Du sagst dir Dank für. Herr, ich sage Dank, dass du diese Sicherheit geben hast. Aber ich gebe dir bloß dadurch, dass wir gläubig werden, dass wir gläubig tun und dass du das Blut hast schälen und von uns und alle sind betont. Und Herr, ich bete, wir sind gnädig sind, dass Hoffnung wirklich auf diese Seiten und dass wir können freudig in Zukunft gehen, wenn die Weltumstände schwierig sind. Und Herr, aber du bist gereich, du bist voller Hoffnung. Wir lernen den Tag, wo die ganze Hoffnung was wiesen, den vollseligen Himmel. Und ich bete, dass wir machen bereit sein, dort zu sein und noch viel mehr machen, einladen, auch noch die zu kommen, von das Leben, das wir kriegen. In Namen Jesu. Amen.